Ja, das Problem kennen die meisten. Man will irgendwie einen Grill mitnehmen, aber welchen? Und hier ist was ganz Besonderes. Dieser Grill funktioniert weder mit Gas, noch mit Diesel, noch mit Holzkohle, sondern mit einer Brennpaste. Ja, hi. Wir arbeiten ausschließlich mit einer Brennpaste und diese Brennpaste hat eine Brenndauer von ca. 2,5 Stunden. Die müsst ihr aber nicht an einem Stück aufbrauchen, sondern ihr könnt die auch mehrfach wieder verwenden, wenn ihr eine halbe Stunde gegrillt habt. Wenn das alles kalt ist, Deckelchen drauf, dann könnt ihr es beim nächsten Mal hernehmen. Preis von der Brennkasse? Ist 1,89 € bei uns. 1,89 €. Dein Name? Mein Name ist Fabian Behrens. So, ihr seid von Hellparts. Ich zeige das mal gerade. Das ist übrigens nur im Einsatz im Wohnmobil geeignet. Das heißt, wenn ich das zu Hause benutzen will, funktioniert es gar nicht, oder? Natürlich funktioniert es auch zu Hause. Es funktioniert auf der Terrasse, es funktioniert im Innenbereich. Man kann sich das schnappen, kann sich das am Terrassentisch oder am Esstisch hinstellen, kann sofort ohne Kabel, ohne Schlauch, ohne gar nichts, ohne Gasflasche einfach anzünden und kann loslegen. Kann seine Gäste bezirzen und kann aber auch einfach mit der Frau am Tisch sitzen und frühstücken, ein Spiegelei machen oder ein Rührei machen. Es funktioniert alles auf der Lounge, draußen wie drin. Dein Name? Wie bitte? Dein Name bitte? Andreas Bergmann. Andreas Bergmann. Du bist hier, glaube ich, der Chef, oder? Ich bin, glaube ich, der Chef, ja. Das habe ich schon mal gehört. So, er steht jetzt hier rum. Wir sind auf der Morila Open und ihr zeigt das Ganze. Ihr habt viele verschiedene Modelle. Ihr habt quasi so ein kleines Einsteigermodell. Der hat nur eine Brennpastendose. Korrekt. Das ist eben für die Jungs und Mädels, die immer nur zu 1 oder zu 2 an der Platte sitzen möchten oder klingt jetzt doof für den Rentner, der weniger isst, dann ist das Modell. Ja, ich bin das, ja. Und wenn du jetzt halt wirklich sagst, ich habe Kinder zu Hause oder ich bin eher der Fan von Fleisch und Gemüse gleichzeitig, dann ist das größere Modell einfach geeigneter, weil du da die Wärme schon sehr viel differenzierter einsetzen kannst, was natürlich bei dem kleinen Modell nicht der Fall ist. Weil eine kleine Fläche, eine Wärmequelle, da gibt es wenig Fläche für Nuancen. So, jetzt Frage, Thema Reinigung und Packmaß. Das interessiert mich eigentlich am meisten. Wie klein kann ich das Ding denn machen, wenn ich das verstauen möchte? Habt ihr einen hier, der komplett verpackt ist? Nee, zufällig? Nee, haben wir nicht. Also wir verschicken aus unserem Shop, wir produzieren selbst und verschicken auch selbst. Und da haben wir den natürlich in einem Versandkarton verpackt. Da kann man den natürlich auch wieder reinpacken zum Transportieren. Ansonsten ist die Reinigung relativ einfach. Man braucht hier eigentlich nur Wasser, kein Reinigungsmittel. Man tut die Platte hochheizen auf ca. 70 Grad, 70, 80 Grad, nimmt einen Topfschwamm, quasi so ein, hier haben wir einen. Den da? Genau. Achso, ich darf mit dem arbeiten. Ist das hart genug, das Material? Absolut, absolut. Wir haben hier eine Beschichtung, die hat eine Härte, um mal Zahlen zu nennen, HV 1000 über den Daumen gepeilt, gehärteter Stahl liegt bei HV 500, also ist deutlich härter als gehärteter Stahl. Dementsprechend kann hier nichts passieren, man kann das reinigen, es gibt keinen Abtrag von der Beschichtung. Es gibt keinen Abtrag, das ist, glaube ich, ein Mega-Thema. Der Kollege hat es mir eben erzählt, du schmeckst da nicht Eisen oder so irgendwas, weil es gibt ja viele Leute, die holen sich irgendeinen Baustahl, der rostet auch noch. Kann das rosten hier, da oben drauf? Nein, kann nicht rosten. Also es ist ein Stahlkern, aber eine Beschichtung kann nicht rosten. Nahrungsmittel echt aus der Großküchenindustrie. Wir produzieren da schon lange dafür. Das ist einfach vom Profibereich runtergebrochen auf den Hausgebrauch. Da kann gar nichts passieren. Es ist nichts, was ich in den Bratling oder hier ins Grillgut dann eben ablagern könnte. Damit kannst du eben auch auf Veranstaltungen gehen und darfst vom Gewerbe oder vom Gesundheitsamt eben auch was grillen und verkaufen. Da passiert gar nichts. Also das System kenne ich ja mit diesen Grillpasten schon, aber die machen ja nur punktuell Wärme. Das heißt, ihr habt jetzt ein System erfunden, dass die Wärme komplett verteilt wird, korrekt? Korrekt. In dieser 5 mm Teppanyaki-Platte verteilt sich die Wärme aufgrund der Materialstärke und des Materials relativ gleichmäßig. Über den Brennern ist immer die größte Hitze, aber man hat trotzdem, wie man hier sieht, Stellen, die heiß werden. Also es wird alles heiß. Man kann natürlich heiß oder nur warm? Nee, es wird schon ziemlich heiß. Wie viel Grad kriege ich? 300 Grad kriegen wir dahin. Man hat natürlich auch die Möglichkeit, hier bei diesem Gerät eben eine Brennpaste auszulassen. Dann hat man eine Ruhezone, eine Wärmezone. Wenn du willst, können wir gerade mal gucken, hier mit Wasser nochmal drauf, wie wir das sauber kriegen. Ich habe vorher, ganz kurz, das machen wir gleich. Ich habe eine Frage, und zwar,
wenn ich jetzt sowas kaufe, das Design mit allem drum und dran, ihr seid wahrscheinlich total bekannt, ich kenne euch noch nicht und so weiter. Ist das ein Start-up? Wie lange gibt es euch schon? Also uns gibt es eigentlich seit 1947, also das ist schon eine ganze Zeit lang. Wir haben eine eigene Galvanik und beschichten selber bei uns im Haus, produzieren bei uns selber im Haus. Die Marke Hellparts, die gibt es ungefähr 3 Jahre mittlerweile. Diese Produktpalette, die da so dasteht, ist so ungefähr ein Jahr auf dem Markt. Ja, wir sind in dem Bereich natürlich schon ein Start-up, aber mit einem Erfahrungsschatz von über 20 Jahren. Ihr kommt wahrscheinlich aus dem Metallbau. Was ist euer Ding? Genau. Also Galvanik tatsächlich ursprünglich, also das heißt Beschichtung von irgendwelchen Bauteilen mit allen möglichen Arten von Beschichtungen. Und mittlerweile produzieren wir selber, also quasi wirklich fräsen, drehen, schleifen und auch die Blechbearbeitung. So, jetzt sieht man hier sehr schön, das Fett sammelt sich an der Stelle, die wahrscheinlich am niedrigsten ist. Und das ist alles erprobt. Habt ihr da ein paar Sachen schon geändert in den letzten Jahren, wo ihr gesagt habt, okay, der erste war nett, aber aus der Praxis raus? Ganz kurz zwischenhaken, dass das Fett sich da hinten sammelt, das ist einfach unserer Unfähigkeit geschuldet gewesen, den Tisch auszurichten. Also normalerweise... Ja gut, das ist aber, es passiert ja im Alltag auch. Also das ist ja nicht so schlimm, oder? Ja, nee, ist gar nicht schlimm. Also man sieht ja hier, dass sich das Fett sammelt und nicht überläuft. Und, genau, ich kann es ja auch rausholen, dann mit dem Zewa oder so, das geht. Genau. Ja. So, und jetzt sauber machen. Klär mich mal auf. Wir machen erstmal das Ganze aus, indem wir hier einfach Stopp, die Hebel umlegen. nochmal, das war zu schnell. Okay. Und die sind jetzt aus danach. Das heißt, die Luft geht weg. Die Hebel umlegt, dann macht man einfach dann erstickt man die Flamme. Hier drunter, ihr seht auch, man kann hier die Platte immer noch einwandfrei anheben. Also trotz hier Brutzeln, man sollte natürlich nicht mit den Fingern auf die Platte kommen, kann man die einfach anheben. So, jetzt habe ich die Klappen geschlossen, jetzt erstickt die Flamme, ich habe keine Hitze mehr, die neu dazukommt. Die Platte ist noch lange warm, die hält auch alles warm hier. Ich kann quasi jetzt noch mal zeigen, wie man hier die ganze Sache säubert. Relativ einfach. Man braucht Zewa, man braucht Wasser. Das heißt, ich brauch kein Spüli. Nee. Nein, keine Chemie. Keine Chemie. Sag mal, Härtegrad 1000 sagt mir jetzt nicht, das ist schon hart. Das ist schon sehr hart, ja. Also da gibt es nicht viele Sachen, die härter sind. Es kommt aus der Industrie einfach, also auch aus Maschinenteilen, die Härte einfach auch benötigen, weil sie irgendwelche Dinge bearbeiten. Okay, zum Beispiel jetzt eine Kurbelwelle oder so, die ist so hart, oder? Exakt, Kurbelwellen sind hart verchromt oder beschichtet auf diese Art und Weise. Andere Maschinenteile sind genauso beschichtet. Also es kommt tatsächlich aus der Industrie. Da resultiert auch unsere Erfahrung, unser Erfahrungsschatz. Jetzt hole ich mal kurz das Fett hier weg, dass wir da nicht... Sag mal, wenn ich das hier drüber streiche, gibt es da noch so ein Reservoir oder geht das dann, wenn du es gerade nochmal anhebst, dass ich noch mal kurz drunter gucke? Ja. Das heißt, es ist ja jetzt teilweise da drüber gelaufen, so, und das sammelt sich dann hier drin? Würde sich jetzt da drinnen sammeln, ja, und man muss es wieder aufwischen. Edelstahl komplett? Edelstahl komplett, passiert ansonsten... Ich könnte es in die Spülmaschine stellen, theoretisch? Theoretisch, ohne die Platte in die Spülmaschine. Die Platte würde ich so sauber machen, wie ich es jetzt gerade kurz zeige. Zeig mal. Und zwar einfach Wasser drauf. Und den Topfschwamm benutzen. Ich will mir die Hände jetzt hier nicht schmutzig machen und reibe einfach drauf. Und man sieht, es ist etwas zu heiß noch. Normalerweise würde man etwas weniger Wärme noch in die Platte bringen. Und ihr seht, man kriegt das einwandfrei wieder sauber. Es gibt keinen Abrieb? Es gibt 0 Abrieb. Also es wird nie passieren, dass man da irgendwie was in die Nahrung mit reinkriegt. Einen Abrieb von der Oberfläche. Man sieht auch, wenn ich jetzt mal mit dem Zewa noch mal drüber wische, dass da... auch nichts verkratzt ist sogar auf der Platte. Du, Reinigung, das nervt mich so kolossal bei den Grills, die ich habe. Ja, wenn du so Gasgrills hast, immer eine riesen Reinigungsarbeit. Und hier, das kann man sogar machen, ohne zur Spültheke laufen zu müssen. Ja, absolut. Also das kriegt man braucht halt ein paar Tücher, logisch. Man muss wieder die Flüssigkeit, die man hier eingebracht hat, wieder wegbringen. So, das Logo, das ist natürlich dann immer schön zu sehen. Das heißt, die letzte Wurst macht das Logo braun. Die letzte Wurst macht das Logo braun, ja. Also man kriegt aus dem Logo das Braune natürlich auch wieder raus. Ja gut, das will ich ja gar nicht. Ich will ja zeigen, dass... Genau. Also ein bisschen Zewa rein, dann ist das Ding sauber. Habe ich verstanden. So, das ist Design pur. Außen Edelstahl, alles made in Germany. Du sagst absolute Gastroqualität. Das Ding, das Gewerbeaufsichtsamt sagt da nichts. Und ist da eine Verpackung dabei? Eine Tüte oder irgendwas?
Nee. Oder wie? Nein, leider nein. Wir haben schon so ein bisschen einen Hieb bekommen, dass das fürs Campen natürlich interessant wäre, da eine Verpackung dazu zu. Also man könnte jetzt eine Eurobox nehmen, die wird wahrscheinlich da reinpassen, die große. Genau. Und da mache ich mein ganzes Grillzubehör rein und fertig, ja. Da muss ich natürlich warten, bis es kalt ist. Es wird eine Box geben, wo man dann die Standardsachen, Brennpaste, deine Grillzange, was auch immer, den Spatel, dass man das da so unterbringt. Ist der Spatel dabei? Nein, noch nicht. Preis, was kostet er? Muss ich im Shop nochmal gucken, ich bin jetzt in Verlegenheit. Ja, aber ich dachte, wir reden hier über den Grill, nicht über den Ja, ist ja in Ordnung. So, dann kommen wir kurz links neben mich bitte. Dann zeigen wir mal die verschiedenen Grilltypen. Auf der linken Seite ist die Rentnerversion, habe ich schon gemerkt. Also für die Leute, die weniger essen. Das wäre meine Version, also für 3, 4, 5 Würstchen und so weiter. Preis von dem? 399 mit der Teppanyaki-Platte drauf, 299 mit einer Blechplancha. Funktioniert auch, aber mit Abstrichen natürlich. Also so, das ist die Blechplancha dahinter, oder wie? Nein, dahinter ist eine Induktionsplatte. Das hier ist die Blechplancha. Das ist die Blechplancha. Genau, die ist einfach nur ein 3 mm Blech, funktioniert, aber ist keine Beschichtung drauf, ist keine Original Teppanyaki. Das dahinter ist eine Induktionsplatte, die wir hier... Ach so, die kannst du auf einen Induktionsherd machen. Die kannst du auf einen Induktionsherd machen. Die Ja. ist drauf. Die hat hier Messingfüßchen, dass der Induktionsplatte nichts passiert. Ist das geil? Ich brauche sowas. Preis? 328 €. Die Platte. Die Platte. Ja, aber ist doch cool. Das ersetzt den ganzen Herd, oder? Ersetzt einen ganzen Herd. Die ist nicht eingebaut für zu Hause, nicht eingebaut in die Arbeitsplatte, sondern man kann sie einfach abheben, man kann sie wegräumen, man kann sie nehmen, wenn man sie braucht und kann sie in so einem Fuß präsentieren, wenn man das möchte. Kann sie aber natürlich auch in den Schrank packen. Also sie ist auf jeden Fall sehr flexibel. Also was habe ich noch nie gesehen. Also das ist klar, das ist eigentlich wie ein Topf. Ja, bloß flach. Genau, ist wie ein Topf. Gibt es wie gesagt auch von anderen Herstellern, die dann eingebaut werden müssen für horrendes Geld. Bei uns natürlich sehr erschwinglich in dem Fall. So, es fängt schon an. Er will mir eigentlich zeigen, dass jetzt binnen 5 Sekunden das verdampft. Genau. Er wird es wahrscheinlich auch gleich tun. Man hört das auch schon. Ja. Kommt das auf der Kamera raus? Ja. Also die ist jetzt schon am Wursteln. Du klingst so, als kämst du aus Hessen. Ich bin Hesse. Hesse. Wo kommst du her? Aus? Erzhausen. Erzhausen. Gute alte Erzhausen. Und jetzt fängt es auch an zu kochen. Genau. So, sehr, sehr schön. Also das heißt hier 3,99 mit der ordentlichen Platte. Und da kann ich dann wählen jetzt mit Riffel, ohne? Oder? Die kleine Platte gibt es nur glatt. Beim Medium Grill, da gibt es die Platte mit Riffelung und komplett glatt. Der große kostet wie viel? 800? 899 mit Riffelung, 869 hier oben. Warte, ich drehe mal gerade vorsichtig. Das ist jetzt der Plancha. Nee, das ist der gleiche Grill, auf dem wir gerade zubereitet haben, den wir gerade sauber gemacht haben, nur mit einer glatten Platte komplett. Die Platte kann ich jetzt nicht auf den Induktionsherd legen, oder? Die geht nicht auf den Induktionsherd, weil die Füßchen einfach fehlen. So, aber wenn die Füßchen dran wären, die gibt es aber nicht mit Füßchen zum Grillen und Induktion. So, das gibt's noch nicht. Das gibt's noch nicht. Es gibt's deshalb noch nicht, weil man einfach von unten eine Wärmequelle braucht. Wenn man diese Platte auf den Gasgrill legt oder hier mit der Brennpaste befeuert, wird die ja etwas schwarz. Und wenn man die ohne Füßchen dann auf seinen Induktion... Verstehe. Dann wird's ein bisschen... Ja, die Fragen werden die Leute ja stellen. Ja, klar. Also wenn es da ist. So, der kostet wie viel? 869. So 869, 8,99. Genau. Dann, das Ganze sieht so aus, als würde es dich überleben. Unkaputtbar. Also wenn die Erde untergeht, dann werden irgendwelche Außerirdischen genau diesen Grill da, so wie er da steht, dann ausgraben. Also das ist wirklich massiv, absolut unkaputtbar. Aus dem Profibereich runtergebrochen für den Hausbereich, für den Privatbereich. Und ist ein Hingucker. Ihr habt ein schönes Design entwickelt. Danke. Über Preise kann sich immer streiten. Die Leute sagen, 400 € für ein bisschen Blech, aber es ist nicht Blech. Ihr habt euch da viel überlegt und man kann es ja mal selber machen. Bei der Härte, ich glaube, brauchst du auch die Maschinen dafür, um das überhaupt herzustellen. Exakt, ja. Die Maschinen, die Zulassungen dafür und so weiter, das ist natürlich alles ein Aufwand, der irgendwo Geld kostet. Wir produzieren die selbst, wir vertreiben jetzt direkt, damit eben zwischendrin niemand irgendwie noch eine Marge aufschlagen kann oder sowas. Also das ist dann schon wirklich der komplette Aufwand, der sich auch im Gewicht widerspiegelt, in der massiven Bauart widerspiegelt. Die widerspiegelt sich dann letzten Endes auch im Preis. So, was ist das für ein Haufen? Das ist ein toller Haufen und zwar ist es unsere Hell Station. Das ist ein Grill für zu Hause, für die Terrasse, für den Balkon. Mit Holz befeuert. Boah, der ist total schön. Das fällt mir schon mal auf. Also optisch. Danke, ja.
Holzscheide rein. Man hat hier auch unsere Teppanyaki mit der Beschichtung, die beheizt werden kann mit dem Holz, der unten befeuert wird. Hier steigt dann der Rauch nach oben, also man hat da auch kein Ach so, ich kann auch hier grillen. Das heißt, dieses Genau. Thema Slow Food mit 4 Leuten, immer ein bisschen was drauf machen, Bier dazu, 5 Stunden lang kann ich hier machen. perfekt. Selbe Qualität. Genau, gleiche Wird- Qualität. Ist das warm so im Herbst, wenn ich so daneben stehe? Wird es ein Ja. bisschen warm? Wird es auf jeden Fall warm, also man kann sich da auch gut behelfen, wenn es frisch wird. Dann ist es nämlich hier noch angenehm warm. Aber Kinder können sich nicht verbrennen und mit den Händen. Oder wird es gut warm oder wird es richtig heiß? Gut, ist eine Feuertonne. Also es ist auf jeden Fall ähnlich wie eine Feuertonne. Da sollte man schon aufpassen, dass die Kinder oder Hunde oder irgendwie sowas nicht ihre Schnauze dran oder Das machen die einmal dann, ja, die Hunde. genau. Aber muss ja nicht sein. Wenn man da aufpasst, dann kriegt man das vielleicht noch in den Griff, dass es gar nicht passiert. Ansonsten ist natürlich, wo Feuer im Spiel ist, ein bisschen Vorsicht geboten. Gut, habe ich verstanden. Also, das Ganze, ich habe mal gerade euren QR-Code, könnt ihr jetzt mal Folgendes machen. Geht mal hin. Ich habe auch keinen Cent dafür bekommen. Das Hello, Scan Me und da könnt ihr draufgehen, dann könnt ihr das Ganze bestellen. Habt ihr schon Fachhändler, die es übernommen haben oder macht ihr es im Direktvertrieb? Machen wir bewusst nicht, machen wir bewusst im Direktvertrieb, eben weil die hochwertige Verarbeitung einfach unwahrscheinlich viel Geld kostet und wir sagen, dass es dann letzten Endes zu teuer wird, das Produkt. So, jetzt habe ich eine Bitte, ich brauche ein Startfoto. Das Ding mal gerade wegstellen nochmal, was in der Hand hast, einfach mal wegstellen. Dann nimmt mal gerade den kleinen Grill bitte in die Hand, beide. Der eine links, der andere rechts. Genau, und tretet mal in die Sonne. Ihr dürft mal in die Sonne treten. Damit zu mir. Und jetzt müsst ihr ihn diesen Grill nach vorne halten und relativ hoch. So, dass der Grill noch ein bisschen zu mir, ein kleines bisschen zu mir. So ist das geil. Und einmal lächeln bitte und in die Kamera schauen. Da sind wir, 20. Mai 2023, die Morelo Open. Ja, heute der vorletzte Tag. Habt ihr schon ein paar verkauft? Ja, schon einiges. Lief super. Wir konnten sehr überzeugen mit den Sachen, die wir hier auch präsentieren können. Aber ich finde das richtig toll. Das mit dem Härtegraden, es ist ein extrem erklärungsbedürftiges Produkt. Ja. Weil so oder so ähnlich könnte man sagen, im Baumarkt. Aber allein das Nachmachen, das ist schon gar nicht so easy, weil du brauchst ja diese Beschichtung eigentlich, oder? Genau, also die Beschichtung ist das A und das O für die Teppanyaki-Platte. Das Nachmachen ohne Zulassungen bei der Europäischen Kommission für Chemikalien ist unmöglich. Ja. Ist unmöglich. Aber trotzdem, du weißt ja, du kennst ja die Chinesen, ja, die praktisch Auslieferungslager Polen. Und dann gibt es das irgendwann mal. Aber du weißt ja selber, die Kopie ist die größte Huldigung an den Erbauer. So ist es. Hellplate, Comfort Barbecue. Dein Vorname nochmal? Andreas. Andreas und Fabian. Fabian. Danke. Tschüss. Danke. Danke.